So Robert, meinst du, heute wird ein neuer Daily wieder hinzukommen? Ich bezweifle es stark, muss ich ehrlich leider sagen. Was soll denn das jetzt heißen? Ja, ich habe nicht mehr viel Platz deswegen. Ach so, daran liegt's. Ja, nur daran. Ja Leute, heute, wie ihr es im Titel schon lesen könnt, es handelt sich um den neuen C63i Performance. Seit circa 1 bis 2 Wochen gibt es Bestellfreigabe für den neuen C63. Wir können uns das Auto konfigurieren und das werden wir auch heute machen. Vor ungefähr einem Jahr bin ich in dem neuen C63 SI Performance mitgefahren. Genauso haben wir auch das Fahrzeug zum ersten Mal live gesehen. Ja. Dazu gibt es ja auch schon ein Video. Und der Robert ist gemeinsam letztes Jahr mit dem Otto alias Schäfchen Danke, Michi. gemeinsam in Marbella auf Ascari auf der Rennstrecke gewesen. Bei mir ging es sich leider nicht aus. Dementsprechend habe ich bisher noch nicht die Möglichkeit gehabt, meine Erfahrungen mit dem neuen C63 SI Performance, allein wie lange sich das schon anhört, mit euch zu teilen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ihr könnt es ja im Titel ja auch schon so ein bisschen lesen. Ne? Ich bin da aktuell so ein bisschen gemischter Meinung, was das ganze Thema Mercedes AMG angeht. Denn hier vorne raus, ich bin ein riesen AMG-Fan. Ihr seht es ja, was es hier für AMG-Fahrzeuge in der Sammlung gibt, angefangen vom G55 AMG, G65 AMG, C63 AMG Black Series, SLR 722, Sterling Moss, AMG GT Black Series und jetzt ganz neu der AMG One. Und dementsprechend habe ich AMG schon immer gefeiert. Allerdings muss ich ganz ehrlich sagen, wie sich die Marke mittlerweile seit ungefähr einem Jahr verändert hat, weiß ich ganz ehrlich nicht, ob das so gesund ist. Denn es wird hier vor allem mit dem neuen C63i Performance wird meiner Meinung nach auf eine komplett andere Zielgruppe gesetzt. Denn für mich von vorne hinein weg, ich würde mir jetzt den neuen C63 SI Performance nicht zulegen, sondern ich würde eher noch daran denken, mir einen C63, den Vorgänger, den schönen V8 Biturbo zuzulegen. Oder, ich meine C63 AMG Black Series, das ist einfach Emotionen pur, 6,2 Liter V8-Sauger und auch jetzt gar nicht dahingehend auf den neuen C63 wegen dem Vierzylinder. Ich meine, wir haben eine Gesamtleistung von 680 PS, ja. Wir haben hier Elektromotoren verbaut. Der Vierzylinder leistet 476 PS und dann kommen eben die Elektromotoren dazu mit den 204 PS. Nur muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich das jetzt, Leute, mit der Konkurrenz vergleiche und wir reden hier von vor allem BMW, die extrem über die letzten Jahre hinweg aufgeholt haben, was das ganze Thema, sei es jetzt der neue M2, der mega geil zum Fahren gewesen ist, oder wie jetzt hier mit C63 müssen wir von der Konkurrenz reden, der neue M3. So, und jetzt, warum wir dieses Video heute machen, Leute, wir wollen uns gemeinsam den neuen C63 konfigurieren. Und ich bin wirklich geschockt gewesen, als ich den ersten Preis gesehen habe. Denn ich habe euch das jetzt mal hier aufgeführt. Wenn wir nämlich mal auf den BMW-Konfigurator gehen, ja, da reden wir hier, BMW M3 Competition Limousine, geht es hier los ab 96.300 €. Und wenn wir auf den Competition gehen wollen, ja, wo wir dann eben den MX Drive schon mit dabei haben und wir hier von der Leistung von 510 PS reden, ja, wir haben das Automatikgetriebe dabei, ja, reden wir hier von 100.300 €, wo du auch schon serienmäßig relativ viel dabei hast. Aber jetzt, Leute, also da hat es mir wirklich einen Schalter rausgehauen, weil das finde ich halt schon, wo du auf einmal eigentlich schon gar nicht mehr in der Konkurrenz bist, sondern schon wieder preislich in einer anderen Liga. Denn wenn wir nämlich, wir haben jetzt hier den C43 da, ja, und wenn wir nämlich hier runtergehen jetzt, der neue C43, ja, der liegt hier allein schon bei 83.960 €, also aufgerundet 84.000 € und jetzt gehen wir hier rüber. Mercedes AMG C63 SI Performance, 114.000, also aufgerundet 115.000 €. 15.000 € nochmal mehr und wir haben einen Vierzylinder mit Elektromotoren verbaut. Ja, okay, auf dem Papier stehen 680 PS, aber das hat der Robert
Und der Otto damals zu mir gesagt, und das habe ich ja auch gemerkt, als ich mitgefahren bin, diese 680 PS, die fühlen sich null, aber wirklich 0,0 danach an. Denn wir reden ja auch hier von einem Gewicht von weit, weit über 2 Tonnen. Ja? Und wenn wir dann überlegen, wir haben einen M3 Competition, der 100.000 Euro kostet, wo schon serienmäßig so viel dabei ist und wir haben noch den geilen Sechszylinder, da frage ich mich doch, warum AMG nicht wenigstens dann auch ungefähr in die Konkurrenz gegangen ist, wo du sagst, du liegst preislich ungefähr gleich. Denn ich bin letztens beim Händler gewesen, ne, von Mercedes, und ich meine, wurde das Fahrzeug vor ungefähr einem Jahr vorgestellt. Ja. Es gab ein paar Probleme, dementsprechend gab es jetzt erst vor ein paar Wochen die Bestellfreigabe. Und es gibt einfach bei dem Mercedes-Händler nicht auch nur einen einzigen Interessenten. Ja, den gab es davor nicht und jetzt gab es die Bestellfreigabe und die Preise sind bekannt geworden und es gibt weiterhin nicht auch nur einen einzigen Interessenten. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das finde ich eine extrem traurige Nachricht, denn wie ich das auch schon mal bei einem Video gesagt habe, ich habe sehr das Gefühl, dass bei AMG, vor allem was das ganze Thema neuer C63 angeht, dass es sehr viele Kunden geben wird, die erstens ihren alten C63 behalten werden, beziehungsweise sehr viele zu BMW rübergehen oder zu Audi RS4, ja, RS5 oder eben bei BMW M3, M4. Und ich meine ganz ehrlich, also meine persönliche Meinung, 115.000 Euro, wo es losgeht, ja, ist halt da schon ja, recht übertrieben. Aber jetzt schauen wir doch mal, wo wir denn am Ende hier bei so einem C63S e-Performance rauskommen. Denn wenn du dir einen M3 Competition ausstattest und ich sag mal so, 120.000 Euro, dann ist das Ding aber schon wirklich volle Hütte mehr oder weniger ausgestattet. Denn mit dem Track Package, wo du die Carbon-Schalensitze dabei hast, die Keramikbremse, ja, ich glaube, das kostet so um die, ich müsste jetzt nachschauen, ich glaube, es waren irgendwas um die 12.000 Euro. Also auf jeden Fall 120.000 Euro für den M3 Competition, ne, ist das Ding eigentlich so gut wie volle Hütte ausgestattet, wo es halt hier mehr oder weniger erstmal losgeht. So, dann schauen wir doch mal. Sondermodell gibt es hier AMG F1 Edition. Ne? Jetzt muss ich mal den Helm aufmachen. Was? 17.600 Euro? Also, ich weiß nicht, Robert, was du dazu sagst, aber für mich schießt sich damit AMG einfach ins Aus. Was für eine Zielgruppe spricht man denn damit an? Weil ich meine, jetzt gehen wir, der alte C63 ging bei 77.000 Euro los. Leute, das muss man sich mal überlegen. Der alte C63 lag bei um die 77.000 Euro. Ja, der V8 Biturbo. Und jetzt reden wir hier einfach von knapp, ja, also 35.000, 40.000 Euro mehr allein nur von Serie, von Grundpreis. Also ich würde jetzt mal sagen, das Sondermodell, das klatschen wir jetzt halt nicht rein. Ja. Wir werden uns ihn solide ausstatten, wie ich ihn jetzt halt ausstatten würde. Also wir lassen es jetzt einfach mal weg. Ja. Das heißt, wir bleiben wenigstens hier immer noch bei 114.000 Euro. Wir haben hier eine monatliche Leasingrate aktuell von 1.800. Also ich sehe das Fahrzeug wirklich nur, dass AMG das mit der Zeit irgendwann pusht, was Leasing angeht. Ja, das gab es ja zwischenzeitlich mal beim alten C63. Da gab es die ja relativ günstig in der Leasingrate. Also ihr wisst, Leute, wie ich das meine, relativ günstig im Verhältnis zu was das Fahrzeug normalerweise kostet. Und wenn du dann jetzt halt hier weiter schaust, so, schauen wir doch mal, was wir da überhaupt schon groß hatten. Also hier Aerodynamikpaket, ganz klar, dass das hier mit reinkommt. So, dann machen wir hier weiter. Wir wollen natürlich das Carbon-Paket haben. Dann müssen wir das hier auch noch mit dazu nehmen. Das heißt, mit dem Carbon-Paket haben wir vorne, hinten, ist halt alles in Carbon, das ist ganz klar. Ja, wir sind jetzt hier auch schon wieder entspannt bei 123.000 Euro. Ich komme da wirklich nicht drauf klar. Ich meine, ich würde jetzt nichts sagen, wenn jetzt die Konkurrenz auch preislich ungefähr auf dem Level wäre, aber das ist halt einfach weit davon entfernt. Da ist meiner Meinung nach keine Realität mehr da und ich finde das einfach so schade. So, wir wollen natürlich auch hier das Premium Plus haben. Farbe, Robert, was willst du für eine Farbe haben? Boah. Ich würde doch mal schauen, was gibt es denn hier? Manufakturlacke. Ja, also weil ich würde das Ding eigentlich schon, so eine Matt würde ich ihn schon nehmen. Ja. Also er sieht ja hier, ja, das ist halt natürlich auch so ein Thema, Leute. Wenn ich jetzt den C43 daneben hinstelle,
dann ist da eigentlich kaum Unterschied da. Ja? Und vor allem motormäßig, wir haben ja mehr oder weniger denselben Motor, ja, also es ist klar, es ist abgeändert, aber ich meine, wenn ich einen BMW M340 und einen M3 nebeneinander hinstelle, da habe ich wirklich die breiten Kotflügel, da ist das richtig breiter. Ich meine, ja, hier vorne beim C63 AMG ist auch Kotflügelverbreiterung, aber hinten ist das, glaube ich, wurde das 1:1 übernommen, wie von der normalen C-Klasse, auch wie beim C43. Da ist keine Veränderung da. Du hast halt natürlich dann hier das Heck, wo du halt dann die vierflutige typische 63er Abgasanlage hast und nicht wie beim 43er die runden Endrohre. Was wir natürlich auch selbstverständlich brauchen, sind schwarze Felgen. Das ist natürlich ein Muss. Die kosten auch nochmal entspannte 2.000 € Aufpreis. Das ist also, wo wir da am Ende rauskommen, das will ich, das Ja, aber also ich finde, ganz ehrlich, Felgen ist okay. ich meine, mir ist jetzt schon schlecht, wenn ich das sehe. Und ich finde es einfach so schade. Ich finde es so schade. So, da brauchen wir eigentlich nichts, oder? Also das würde ich jetzt alles nicht nehmen. Anhängerassistent, das Brauchen wir keine Anhängerkupplung? nee. Brauchst du eine Anhängerkupplung, Robert, oder was? Ich habe nicht mal einen Anhängerschein. Ja, siehst du, ich eben schon. So, dann geht's weiter hier. Jetzt sind wir hier Thema Innenraum, ja? Und ihr seht, Leute, das sieht ja alles schön und gut aus. Jetzt würde ich auf jeden Fall erstmal die Sitze ändern. Aber das ist auch so ein Thema, das ich leider bemängeln musste beim neuen C63, denn wenn wir uns in den C43 reinsetzen, ist das alles, und zwar wirklich alles 1:1 gleich. Ich wüsste nicht, dass es beim C43 und beim C63 einen Unterschied gibt. Ja? Und gehe ich wieder auf das Thema, wenn ein C63-Kunde schon so viel mehr Geld zahlt, dann gibt ihm doch wenigstens das Gefühl, die Exklusivität, hey, ich sitze in einem C63 und ich sitze nicht in einem C43 oder in einer normalen C-Klasse, ja, gibt ihm doch wenigstens das Gefühl, dass es irgendwas Spezielles gibt, das du dir nicht bei einem C43 oder bei einer normalen C-Klasse ausstatten kannst. Aber sehe ich halt leider einfach nicht, ja. Dann macht doch wenigstens das Carbon irgendwo anders, aber ja. Naja, was soll man dazu sagen? So, hier meist gekauft, wenn wir schon von Carbon reden, machen wir natürlich hier die Zierelemente machen wir doch natürlich auch in Carbon, sonst wüsste ich jetzt nicht. Mittelkonsole, was gibt es da? Du kannst die Mittelkonsole gar nicht in Carbon haben. Dann lassen wir sie in schwarz glänzend. Echt jetzt? Nee, die kannst du nicht in Carbon haben. Was? Nee. AMG... warte mal. Hier, da das Carbon-Lenkrad, also Carbon-Mikrofaser wollen wir ja auch haben. Dann Interior, Farbe, was stand da? Ne, Interior Extras. Sonnenrollo. Robert, brauchst du ein Sonnenrollo? Nein, oder? Wüsste ich jetzt nicht für was. Oder brauchst du das Sonnenschutzpaket wegen der Sonne? Ja, komm, wir machen es mal. Wir machen es ausnahmsweise, machen wir es mal rein. Air Control, das brauchen wir. Das ist ja das brauchst du ja alles nicht. Hier Winterpaket, warum brauche ich eine Lenkradheizung? Weiter zur Multimedia. Ihr seht, Leute, wir sind ja einfach relativ schnell hier jetzt heute, was Konfigurationen angeht, weil wir wollen einfach mal sehen, was ist denn das? Da, Burmester, nein. Also ich wüsste jetzt gerade nicht, also wenn es das jetzt, wir warten da jetzt mal ab, ne, was das denn sein soll. Ich glaube, dynamische Musikwiedergabe, das hast du auch normal, dass die Musik lauter oder leiser wird, je schneller du fährst. Okay. USB-Paket Plus, brauchst du da noch einen zusätzlichen USB-Anschluss? Was? Dafür musst du uns zahlen? Ja, anscheinend schon. Früher waren gefühlt 20 USB-Anschlüsse im Auto, mittlerweile musst du dafür zahlen. Aber was kann das dann? Dass du halt einfach nochmal einen weiteren USB-Anschluss hast, gehe ich mal davon aus. Fahrassistent, ja gut, den braucht der Robert auf jeden Fall. Parkpaket, nee Robert, das brauchst du nicht, oder? Sicherheit, Keyless Go, Feuerlöscher, weiß ich jetzt nicht. Brauchst du einen Feuerlöscher? Ich hoffe mal nicht. Brauchst du nicht? Hoffe. Weiter, so. Wer hätte sowas mal gedacht, dass es beim neuen C63, dass man dafür ein Ladekabel benötigt? Ja, gut. Brauchst du für den AMG One auch. Fahrzeugladekabel, weiß ich jetzt nicht. Brauchen wir das? Der lädt sich ja eh selber auf Er normalerweise, lädt sich selber. oder? Ja, das ist genau. Da kommen wir wieder zu dem Thema, Leute. Die Frage habe ich mir schon mal gestellt und die wurde mir bis heute noch nicht beantwortet. Das Fahrzeug fährt ja rein elektrisch los.
Also du kannst ja theoretisch rein elektrisch losfahren. Stimmt, ja. Jetzt haben wir aber immer noch einen Verbrennermotor mit 476 PS. Jetzt wenn ich damit, weil das die Nachbarn stört oder sonst was, ich will einfach bei mir in der Früh losfahren, rein elektrisch, ja, und fahre dann auf die Autobahn. Und dann gehen wir davon aus, müssen wir doch relativ schnell beschleunigen wegen einer Gefahrensituation, weil man ausweichen muss oder sonst was, ja. Dann schaltet sich ja automatisch in dem Moment, wenn ich mehr auf das Gaspedal drücke, schaltet sich automatisch der Verbrennermotor hinzu. Jetzt stelle ich mir aber die Frage, wo ist jetzt die Warmlaufphase von dem Verbrennermotor gewesen, ja? Und da ist halt auch für mich schon wieder so ein Thema, nice to have, dass du rein elektrisch fahren kannst, aber wir reden hier von einem High-Performance AMG Vierzylindermotor. Ja? Wenn du das Auto startest in der Früh, dann hat er seine Warmlaufphase, ja? Und dann kannst du ihn auch nicht gleich im Begrenzer drehen. Das machst du ja, also das machst du ja automatisch nicht, sondern du fährst ja wirklich erstmal dahin, damit alles auf Betriebstemperatur kommt. Aber in dem Moment ist es ja wirklich so, dass das Ding angeht und wirklich Vollgas. Weiß ich jetzt nicht, ich bin jetzt kein Spezialist, was Motorenbau angeht, aber ich gehe mal stark davon aus, dass das nicht gerade gesund für den Motor ist, wenn der direkt gleich bei 100 km/h angeschmissen wird und auf Drehungen kommt. Weiß ich jetzt nicht so. Klingt auf jeden Fall nicht so gesund. Okay, das muss ich jetzt aber genauer lesen. AMG Real Performance Sound. Schon ab wer klingt Ihr Mercedes AMG unvergleichbar leidenschaftlich? Mit dem AMG Real Performance Sound wird der Sound noch emotionaler und Sie können bestimmen, wie sich der Turbomotor im Interior anhört. Per Tastendruck oder Touchscreen kann der Sound zwischen sportlich dezent oder sportlich emotional eingestellt werden. Ich finde, dass es das halt als optionales Feature gibt. Also, mir fehlen die Worte. Früher hast du ja noch eine Sportabgasanlage dazu genommen, ja? Und jetzt reden wir vom Innenraum, von einem künstlichen Sound, wofür du 654 € zahlen sollst. Weiß ich jetzt nicht. Also, nee. Ihr seht, Leute, mir fehlen die Worte. Warum biete ich sowas an? Warum biete ich sowas überhaupt an? Also wenn, dann würde ich ja schon sagen, du hast es serienmäßig einfach mit dabei und du sitzt in einem C63 AMG. Es ist doch ganz normal, dass man einen Sound haben möchte. Ja? Früher war es ja wirklich, da hast du das Geld ausgegeben, weil du einen anderen Endschalldämpfer hattest, ja? Beziehungsweise noch zusätzlich eine Klappenfunktion, dass du Klappe auf, Klappe zu machen konntest. Dafür hast du Geld bezahlt. Jetzt bezahlst du Geld, und zwar 654 €, damit du einen anderen Lautsprechersound hast, damit du einen einen AMG Real Performance Sound hast. Robert, mit ausstatten oder nicht? Also ich meine, wir konfigurieren uns ja schon den neuen C63 und wir wollen ja einen guten Sound ja anscheinend haben. Also müssen wir es uns ja fast ausstatten, wenn wir uns das Auto ja jetzt ganz normal konfigurieren würden. Eigentlich ja. Dann nehmen wir doch mal diese 654 € mit rein. So, und wir sind jetzt bei der Zusammenfassung, sind wir jetzt bei 143.000 €, aber kannst du gar keine Keramikbremse mehr ausstatten? Du konntest doch beim C63 doch eine Keramikbremse normal ausstatten. schon. Also wir sind jetzt hier bei 143.000 € und also ich gehe jetzt mal stark davon aus, wir hätten uns das Auto easy, wenn wir jetzt noch die anderen Sachen so mit dazu genommen hätten, wären wir hier easy. Wir schauen jetzt mal noch mal ganz kurz durch. Schau mal beim F1-Package, ob das vielleicht da ist. Nee, gab's auch nicht. Ja, wir sind doch hier noch gar nicht irgendwie bei den Gurten oder... Ach, schau mal, was wir hier komplett geskippt haben. Und zwar hier Innenraum. Wir wollen natürlich hier den AMG-typischen Innenraum haben, ja. Das heißt, ich würde jetzt mal hier wirklich auf das AMG gehen. Ah, da fallen da die Sitze weg? Tatsächlich, da fallen die Sitze weg. Das kann doch nicht sein, oder? Ah, hier, also man kann hier verschiedene Sitze auswählen. Du kannst ja einmal AMG Performance Sitze Advanced 2.500 €, dann hier Performance Sitze ohne Aufpreis, aber wir wollen hier natürlich High-End haben. Das heißt, dann klicken wir hier nochmal drauf. Boah, plus 4.000 € nochmal, aber da haben wir natürlich Sitzheizung, alles Mögliche da mit dabei. Und ich würde sagen,
wir haben jetzt eigentlich mehr oder weniger alles ausgestattet. Das heißt, wir gehen jetzt mal hier auf unsere Konfiguration. Also man kann hier anscheinend keine Keramikbremse ausstatten. Das ist schon echt komisch. Schade, dass es das auch nicht in schwarz gibt, weil das ist eigentlich ein Muss. Ja, das Night-Paket damals war perfekt. Wir können ja mal hier nochmal schauen, aber nee, es steht hier auch nirgendwo drinnen. Ambientbeleuchtung, nee. Also das ist hier, ihr seht Leute, wir haben uns das Fahrzeug jetzt mehr oder weniger komplett ausgestattet, ja. Und wir kommen hier am Ende bei 147.000 Euro raus. Also wir hätten uns den jetzt easy noch auf über 150.000 Euro ausstatten können, ja. Aber wir haben uns jetzt mal so ausgestattet, wie man jetzt hat, wie wir jetzt einen 9C63 nehmen würden. Und das ist heftig. Das ist richtig, richtig heftig. Und ich habe wirklich so ein bisschen Angst, ja, dass sich AMG hier extrem viele Kunden vergrault. Ja. Weil ich meine, wenn wir jetzt mal ganz kurz auf den neuen S63 eingehen, ja, habe ich letztens irgendwo gesehen, komplett ausgestattet 280.000 Euro. Das ist wieder eine komplett andere Liga. Damit sprichst du wieder komplett andere Kunden an, die dann sagen, es ist mir egal, ob das Auto jetzt 240 kostet oder 280.000 Euro. Aber hier mit dem neuen C63 sprichst du jüngere Leute an, dessen Traumauto es ist, einen C63 zu besitzen. Und das ist halt komplett out of budget. Wir reden hier von 150.000 Euro, Leute. Das ist völlig verrückt und das ist, finde ich, extrem schade, denn meiner Meinung nach hätte sich Mercedes-AMG hier mit dem neuen C63 noch retten können, wenn sie zumindest preislich schaffen, irgendwo in Richtung M3 Competition zu kommen. Denn ihr seht, Leute, es gibt keine normalen C63 mehr. Es gibt nur noch die ultimative Version C63 SI Performance, 680 PS. Es gibt kein Einsteigermodell mehr. Ja? Aber selbst da reden wir von 15.000 Euro Aufpreis gegenüber dem M3 Competition, wo du auch MX-Drive mit dabei hast, Automatikgetriebe und schon serienmäßig recht gut ausgestattet ist. Und wir reden hier noch nicht einmal von einem Fahrzeug, was eine Keramikbremse hat. Ja? Wenn wir die Keramikbremse noch mit dazu nehmen würden, glaube ich, reden wir hier auch bei AMG zwischen 8.000 bis 10.000 Euro. Also das heißt, dann sind wir schon wieder bei 160.000 Euro, gibt es allerdings anscheinend beim neuen C63 nicht mehr. Und das ist halt schon wirklich heavy. Das ist schon wirklich heavy. Ich finde es leider sehr schade, wie sich AMG so, ja, ich würde schon sagen, so in den letzten 10 bis 12 Monaten entwickelt hat, weil ich ein riesen Fan bin und das wirklich leidenschaftlich extrem immer gefeiert habe, die ganzen AMG-Modelle, egal was AMG vorgestellt hat. Ja, selbst damals mit dem A45 fand ich mega geil, haben den weltweit stärksten Vierzylinder gebaut. Dann ging es wirklich weiter, egal ob C63, E63, auch wenn wir uns mal vorstellen, wie die alten C43-Modelle mit dem Sechszylinder noch geklungen haben. Mega Fahrzeuge. Aber hier jetzt die ganzen neuen Modelle, die aktuell von AMG auf den Markt kommen, sprechen sie meiner Meinung nach einen komplett neuen Kundenstamm an, denn für mich wäre das nicht auch nur ansatzweise eine Überlegung, bei dem Preis sich den neuen C63 zuzulegen, wo wir immer noch, okay, sei es dahingestellt mit dem Vierzylinder, es ist ganz klar, AMG, denen sind irgendwo die Hände gebunden, wie auch allen Herstellern. Es wird immer mehr auf das Thema Elektro gehen und davon bin ich ja überhaupt nicht abgeneigt. Im Gegenteil, für mich, ihr wisst es ja Leute, ich fahre den Audi RS e-tron GT, für mich ein extrem emotionales Fahrzeug, das für mich der beste Daily, den es aktuell auf dem Markt rein elektrisch gibt. Aber hier hast du eine Zwischenlösung geschaffen, die mich emotional einfach nicht begeistert und einfach jetzt noch mehr davon abneigt, nachdem ich hier den Preis gesehen habe und auch für mich vom Look her, wenn ich einen M3 Touring, M4 daneben hinstelle,
steht das für mich deutlich aggressiver da und ich habe wirklich einen Unterschied zwischen einem M340 und einem M3. Und hier sehe ich so gut wie keinen Unterschied und vor allem innenraumtechnisch gegenüber einer normalen C-Klasse bzw. C43 AMG zu C63 AMG, wo für mich einfach der Preis nicht mehr gerechtfertigt ist. Ich hoffe wirklich extrem, extrem sehr, dass sich AMG da wieder in eine andere Richtung entwickeln wird, weil für mich ist das wirklich, ich kann das Fahrzeug einfach nicht im guten Gewissen empfehlen. Wenn jemand zu mir herkommt, ich weiß nicht, Robert, wie es für dich ist, aber wenn jemand zu mir jetzt herkommt und mich fragen würde, hey, soll ich mir den neuen C63 zulegen oder den neuen M3? Dann könnte ich niemals, auch nicht nur in einem Ansatz, es gibt für mich keinen einzigen Ansatzpunkt, wo ich sagen würde, nimm den neuen C63. Ja. Weil einfach der M3 in allen Punkten gewinnt und genauso auch RS4. Ich weiß nicht, Robert, wie du das siehst. Nee, ist leider so, muss man ganz ehrlich sagen. Das ist halt wirklich so, der letzte C63 ist ja gelaufen wie warme Semmeln, muss man ehrlich sagen. Und ich weiß nicht, ob sie sich darauf ein bisschen ausgeruht haben, aber ich weiß nicht, ob das die richtige Richtung ist. Ja, das ist wirklich das, was ich empfehlen würde. Also wenn sich jemand einen C63 zulegen will, ihr seht es, Leute, bei dem neuen Fahrzeug, also ich kann es nur wärmsten empfehlen, sich entweder den alten V8 Biturbo noch zuzulegen, ja, wenn man dann einen guten bekommt, weil ich bin mir sicher, dass die über die Zeit hinweg definitiv steigen werden vom Preis und vor allem umso mehr noch der Vorgänger, der schöne 6,2 Liter Motor. Und abschließend einfach nochmal für mich wirklich leider ja, eine Enttäuschung als wirklicher AMG-Fan. Ich habe von klein auf, hat mein Herz für AMG geblutet. Aber wie sich das in den letzten Monaten hier entwickelt hat, und das sehen wir jetzt halt nochmal umso mehr an dem Preis, dabei schlägt sich meiner Meinung nach AMG hierbei ins Aus. Und ich würde sagen, Robert, wir machen Schluss mit dem Video. Jo. Was machen wir jetzt? Was Gute ist denn Frage. jetzt? Das ist eh schon. Es ist schon 5:45, Robert. Jetzt schon? Jetzt wird es Alter Zeit für Schwede. Abendessen, oder? Geh mal, Ich habe noch gar nichts gegessen, außer 2 Kilo Eis. Zeit wird's. Also, jalla, Abfahrt, Leute. Bis zum nächsten Video wieder. Peace out.